Minuten. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend nochmal. Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wusstet, aber wir machen heute ein Kamel. Und es gibt so verschiedene Sichtweisen auf das Kamel. Es könnte ein Dromedar sein, ein Trampeltier oder ein Kamel. So allgemein haben wir uns belesen, ist es wohl so, das Dromedar hat einen Höcker und das Trampeltier, sogenannte Kamel, hat zwei Höcker. Wobei das Dromedar auch ein Kamel ist, vielleicht. Und deswegen mache ich heute ein einhöckriges Trampeltier, ein Kamel. So, ich hoffe, ich habe alle Klarheiten beseitigt. Und für die, die es mitbekommen haben, eben waren wir ein bisschen unterbrochen. Wir hatten kein Netz. Falls das gleich nochmal passiert, bleiben wir offline, drehen den Film ohne euch und schicken ihn später raus. Schon mal vorab, ne? Ich weiß nicht, was hier los ist mit dem Internet, kann man sich auf gar nichts mehr verlassen. Ich will auch nicht mutmaßen, wer schuld daran ist, ne? So, wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Ich mache ein Kamel. Ich spreche jetzt von Kamel. Mit einem Höcker. So, ich nehme hier mal eine schöne Menge Ton. Zweimal in den Sack gegriffen. Und knete das schön durch. Mache die Finger etwas feucht. Da das schön geschmeidig bleibt, ne? Ich hoffe, ihr seid auch noch geschmeidig nach der kleinen Panne eben. Aber das kann passieren. Das ist ja nun mal live, ne? Und außerdem, davon geht die Welt ja nicht unter, ne? Ich bin ja noch da und ihr seid ja auch noch da. Und jetzt gucken wir, ob das klappt. Und wenn ja, wäre schön. Und wenn nicht, dann kann man es auch nicht ändern. Dann ist das so. So, ich habe es hier schön rund gemurmelt. Und drücke jetzt hier oben, ziehe ich ein Zipfelchen raus für das Höckerchen. Ich habe heute schon ein bisschen Kamel geübt. Das erste Kamel war sehr zeitintensiv und das zweite ging dann schon etwas schneller. Und das ist hier heute mein drittes Kamel. Ich habe noch nie vorher Kamele gemacht. So, nebenbei habe ich hier mal so ein Höckerchen rausgezogen. Ne? Jetzt sieht es aus wie eine dicke, fette Träne. So, klatsche ich hier aufs Brett. Ich drehe das einmal um. Huch, vom letzten Kamel noch feucht. So, und forme hier mal so mit den Fingern, streiche ich die Masse runter und forme ein Hinterteil so ein bisschen, dass das Höckerchen da oben auch auf dem Rücken eindeutig ist. So, hier so ein bisschen ein schönes, kurzes Hinterteil, habe ich gesehen auf den Bildern. Das sind keine Brauereikamele, ne? So, hintenrum. Und das gleiche jetzt nach vorne. Und vorne gibt es noch die Besonderheit, da kommt so ein kleiner Halsansatz mit raus. Den ziehe ich hier so raus, hier vorne. Ruhig von hier unten noch Masse holen, nach vorne schieben, dass wir da so den Hals angedeutet kriegen. Der geht ja so schön im Bogen nach oben. So. Jawohl, jetzt schiebe ich das hier schräg noch ein bisschen runter, die Masse, dass der Hals auch unten aufliegt auf dem Brett. Ich bin gespannt, was ihr zum Kamel sagt, wenn es fertig ist. So. Das Höckerchen ist noch ein bisschen gewaltig. Da nehmen wir noch ein bisschen weg. So. Gut. Gleich werde ich es von unten aushöhlen. Ich muss nur den Hals hier noch klar machen. Der geht so ein bisschen nach oben. So. Der wird nachher extra anmontiert, der Hals. So. Ich habe es grob vorgeformt. Es könnte jetzt noch alles Mögliche werden. Ne? Es ist noch nicht eindeutig, was es wird. Jetzt höhle ich es von innen aus. Ich pieke hier mit dem Finger rein, also unterhalb des Höckers. Und bohre den Finger ganz tief rein, so lang wie mein Finger ist. Aber nicht oben durchkommen. Wenn es doch passiert, ist auch nicht schlimm. Dann schmieren wir das Loch wieder zu. So, jetzt drücke ich
das aus, also dass das Loch größer wird und die Wand dünner. Immer schön im Kreis. So ein guter Zentimeter hat sich bewährt als Wandstärke. Und schön in alle Ecken und Winkel reindrücken. Besonders hier am Übergang zum Höcker. So. Gucken, dass der Po nicht zu fett wird dabei. Aber wir können das ja auch wieder ein bisschen zurückkloppen. Das ist ja auch nicht so schlimm, ne? So, ich forme es aus. Immer schön ringsherum. Am besten auch gar nicht so oft hingucken. Dann hat man es besser im Gefühl. Wenn das so in der Hand liegt, dann habe ich den Finger innen und die Fläche außen in der Handfläche und kann das schön spüren, wie schön gleichmäßig es ist oder auch nicht. So, könnte auch ein Drachen werden jetzt mit einem Zacken, ne? So. Ich habe erstmal nur unterhalb des Höckers mich konzentriert mit dem Aushöhlen. So sieht's aus. Und jetzt mache ich meinen Finger krumm und den schiebe ich da in Richtung Hals rein. Schön kompakt festhalten, das Teil. Und den Finger in den Hals schieben. So. Und jetzt muss ich zwischen den beiden Löchern, Öffnungen sozusagen, die Wand noch ein bisschen drücken. So, dass das schön von innen auch gleichmäßig ist, wie von außen, die Form. So, jetzt mache ich es von außen wieder schön. Alle Beulen weg, geht ganz gut mit dem Finger. So, hier soll der Hals nachher hoch. Wunderbar. Okay, so sieht es jetzt von oben aus. Und so von so. Es ist etwas länger geworden. Der Hals geht hier nach oben. So, dann nehme ich mir jetzt ein Stäbchen. Nehme ich mal das hier, ne? Und piek mal hier vorne so schräg in den Hals durch. Gucken mal, ob ich durchgekommen bin. Ja, hat geklappt, ne? Und rühre ein bisschen schön festhalten und rühre ein bisschen hier um mit dem Stäbchen. So, dann ist der Hals nachher auch hohl. Sieht nicht schön aus, tut aber nicht zur Sache. Das biege ich mal gleich ein bisschen nach außen. Wunderbar. Und macht die Öffnung hier schön, dass nachher nicht da irgendwie Luft reinkommt. Ne? Schön feucht halten. So. Und schon mal die Richtung ein bisschen vorgeben, dass es jetzt nach oben geht. Wenn da was rankommt. So. So sieht's aus. Das Kamel. So. Da vorne lassen wir im Moment ruhen. Die Halsöffnung, da kommt ja gleich der Hals rauf. Und vorher kümmern wir uns mal um die Hinterbeinchen. Guck mal hier so runter vom Höcker und leicht hinterm Höcker ziehe ich mal hier so eine Fingerrille nach oben. So. Andere Seite auch. Schön von oben rauf gucken, dass das ein bisschen symmetrisch ist. Halbwegs und noch eine Fingerrille rein. So. Also ich finde, jetzt kann man schon so ein bisschen sehen, was es wird. Durch diesen einfachen kleinen Handgriff. So, ich schmiere noch ein bisschen nach und guck mal, dass hier der Bauch nach unten so ein bisschen breiter wird. So. Ist alles noch nicht endschön, ne? Oh, jetzt kommt hier hinten
wieder den Kegel, die Spitze als Orientierung nehmen. Genau dahinter so eine kleine Fingerdelle rein. Dort ist die Po-Ritze, ne? So. Machen wir noch schön. So, wunderbar. So. Jetzt komme ich ja hier unten noch rein. Gehe mit meinem Finger rein und arbeite diese Keule hier ein bisschen aus. Und zwar ein bisschen von innen so gegendrücken und nach unten schieben, dass das nach unten so ein bisschen sackig wird. So. Wenn das hier an der Oberfläche reißt, ist überhaupt nicht schlimm, geht alles wieder glatt. Ne? Das natürlich auf beiden Seiten. So, kompakt festhalten ist immer ganz wichtig. Schön die Schenkel nach unten ausbeulen. Von innen. So. Dort habe man ganz Gaukmock, ne? So. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Nein, es muss ja nicht schwierig sein. Muss es ja gar nicht, ne? So. Jetzt machen wir die beiden Hinterbeinchen ran. Und dann sage ich euch mal gleich, wenn das nicht klappt mit den Beinen, wenn das wirklich total kacke aussieht, ne? Der macht hier einfach später eine Decke rüber, ne? So, ich teile mal hier diese Menge durch 2. Überleg gerade, vielleicht doch noch ein bisschen mehr nehmen. So, abschneiden kann man ja immer, ne? So, und mach mal zwei so Würstchen draus. Rübchen, Würstchen. Ich nehme mal ein anderes Rollbrett hier. Roll das mal der Länge nach aus. Ja, also so ein ganz schlankes Rübchen, ne? Eine Seite ein bisschen schmaler als die andere. So. Das Ganze nochmal. Wunderbar. So. Jetzt hat das Kamel, das hat ja nur so große Füße, ne? So Riesenfüße, ne? Ich nehme jetzt mal das dicke Ende. Das dicke Ende. Halt das so schräg aufs Brett und schieb es runter. Und forme so ein dickes Ende raus, was nachher, ja, wie nennt man das? Huf? Hat das Kamel einen Huf? Ist ein Paarhufer, glaube ich, ne? So. So ähnlich wie beim Elch war das, ne? Beim Rentier. Das mache ich natürlich 2-mal. Der Sack stört. So. Weg damit. So. Schönen Kolben hier machen. Dann schräg aufs Brett stellen. Und die Masse runterschieben. Hier so schön mit dem Finger lang. Da das ein schönes, großes Hufpfötchen, Pfote, Gliedmaßen wird. So, das ist jetzt nur ganz, ganz grob vorgeformt. Und jetzt gucke ich mal, wie das ans Kamel ranpasst. So, erstmal beide so ein bisschen gleich machen. Jo, so geht das, ne? So. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie ich das jetzt mache. Vielleicht nehme ich auch die Decke. Ich weiß noch nicht. Ja, das muss hier vorne. Okay. Okay, ich nehme dieses eine Bein und schiebe das auch so ein bisschen schräg aufs Brett, dass ich hier so einen, ja, breiten seitlichen Ansatz kriege. Ich weiß nicht. Nee, wir machen die Decke. Nee, das bringt hier nichts. Das bringt nichts. Da blamiere ich mich jetzt bloß mit. So, wir machen anders weiter. So.
Also ich hätte jetzt gedacht, das kommt hier so ran. Und dann muss man irgendwie das hinfummeln, dass das ordentlich aussieht. Aber bis jetzt sehe ich schwarz, dass das ordentlich wird. Ich mache ja heute auch erst das 3. Kamel in meinem ganzen Leben. Also man möge es mir nachsehen. Ich nehme jetzt diese beiden Beine, knete sie wieder zusammen und mache einen Hals draus. Toller Workshop heute, ne? So, that's life. Vielleicht fällt mir nachher noch was ein mit dem Hinterteil hier. Aber ich habe schon eins mit Decke heute gemacht, das ist super. So. Jetzt mache ich hier so eine dicke Wurst, das wird der Hals. Ich rolle sie nochmal übers Brett. Stucke sie auf. Einmal am dicken Ende, einmal am dünneren Ende. So, nochmal nachrollen. Und bohre einmal durch mit dem Hölzchen hier. Einmal komplett durchbohren. So. Bisschen übers Brett rollen. Habe ich ein großes Loch und eine dünnere Wand. So, hier unten passt der Finger rein. Oben muss ich noch ein bisschen ausleiern. Wäre auch gut, wenn der Finger reinpasst. So. Und dann ziehe ich das hier mit feuchten Fingern einmal dahin. Zum einen Ende und dann zum anderen Ende. Bisschen lang ziehen dabei, dass er ein bisschen länger wird. So, und unten so ein bisschen nach außen arbeiten. Wie eine Trompete. Trompetenartig. So, jetzt kriegt er natürlich noch die Kamelbiegung. Das mache ich mal so. Schön umknicken, umbiegen. Jo. Das geht wohl so, ne? Wie so ein Stück Rohr hier. Gucken, ob es passt. Wunderbar. Das passt jetzt darauf. Jawohl. Und dann wird das natürlich da angeschmiert. Erstmal aufreißen. Alles hier, was sich verbinden soll, aufreißen. Ringsherum, lieber zu viel als zu wenig. Und hier auch. Alles aufgerissen. Pinsel und Wasser. Und ran damit. Erstmal mit dem Finger vorsichtig anschmieren. Andrücken, anschmieren. Und dann mit dem Hölzchen. Da muss ich mal aufstehen hier. Da ist es. Mit dem Hölzchen. Mal gucken, den Hals gleichzeitig auch ein bisschen in Form bringen. Ringsherum und gleich drehe ich es um. Guck mir die ganze Sache von unten an. So, nicht zu zimperlich sein beim Schmieren, ne? So, ich halte das hier wieder kompakt fest. Und mache das alles schön. Schön hier mit dem Finger langfahren immer. Dass das ineinander übergeht. Nichts mehr vom Schmieren und Ansetzen soll zu sehen sein.
Mal schön von oben rauf gucken. Von allen Seiten betrachten und arbeiten. Von allen Seiten dran arbeiten. Ringsherum. So. Ich glaube, so geht das. Zur Sicherheit werde ich hier unten mal noch ein bisschen an dieser Biegung rumkloppen. Mit der schönen runden Kelle. Und mit der anderen Seite. So. Gut. So, hier oben geht das so trichterartig nach außen. Da kommt der Kopf nachher schön rauf, ne? Hat eine schöne Auflagefläche hier oben. So. Jetzt kommen die Vorderbeine, die sind nicht so schwierig wie die Hinterbeine. Die Hinterbeine sind auch nicht so schwierig, aber ich hatte eben so einen kleinen Denkfehler gerade. Wir machen den Deckel drüber, ist viel besser. So. Kamel, komm dahin. Aber die Vorderbeine sind total einfach, ne? Da machen wir zwei so eine, ja auch längere Rübchen. Wie eben schon mal demonstriert. Nur das ist Vorderbeine werden. So. Übers Brett gerollt. Und am dicken Ende schön abrunden. 1. Und Nummer 2. Die Größe haut schon mal hin. Okay. Jetzt habe ich hier zwei so eine Dinge. Ein für links und ein für rechts. Jetzt muss ich sie ein bisschen vorbereiten zum Ansetzen. Ich fange mal mit dem an. Das ist der rechte, soll das werden. Ich drücke mit der flachen Hand hier drauf, dass das so ein bisschen angeschrägt wird und hier so ein kleiner Winkel sich ergibt. Mal sehen, ob es klappt. So. Und das andere muss natürlich genau seitenverkehrt sein. Nee, umdrehen geht nicht. Ich drücke einfach mit der anderen Hand drauf. So. Hier, dieser Winkel ist ganz wichtig nachher für das Gelenk. Knickgelenk, ne? So, ich glaube, so ist das erstmal grob in Ordnung. Mhm. So. Jetzt kommen die da ran ans Kamel. Ich hole es mal wieder ran. So. Dahin. Und das andere wieder von oben gucken. Jawohl. Da so. Ich habe es jetzt erstmal nur angelegt. So. Und praktischerweise sitzen die auf ihren Vorderfüßen. Dass wir die jetzt hier abknicken. Ich nehme mal einen wieder ab. Und der wird jetzt hier so leicht schräg nach innen weggeknickt. Dass wir hier nebenbei auch ein schönes Knie erhalten. So ein schönes, knubbeliges. So, jetzt packe ich es da wieder hin. Ja, muss ich mir ein bisschen runterziehen noch. So. Den hier auch abknicken. Ich knicke es ab und drücke es in Form. So, das muss hier so ein bisschen unter den Hals gehen, das abgeknickte.
Jo, ich glaube so ist das gut, ne? So, jetzt werden die da rangeschmiert, ne? Erstmal hier aufreißen, anreißen. Und dann aufreißen. Uiuiui. Ich reiß mal hier vorne immer noch ein bisschen mehr auf und hier hinten so. Mal sehen, kann man ja nie wissen, wozu man das ganze Aufgerissene noch braucht, ne? So. Jetzt kommt das hier ran. Vorsichtig anstreichen. Bisschen dabei in Form bringen. Hier dieser Winkel hier unten, der soll ja bleiben. Und der läuft hier nach oben aus, dass das hier natürlich nicht mehr zu sehen ist. Da ziehen wir dann eine Linie nach. So, nimmt doch schon Gestalt an, jawohl. So, das mache ich auf der... Ich habe es erstmal nur grob gemacht, mache ich auf der anderen Seite jetzt genauso grob. Dann kann ich nachher beidseitig arbeiten. Also schön aufreißen. So soll es aussehen, dass es ja nicht abfällt. Sicher ist sicher. So, hier auch. Und wieder alles schön streichen hier. Die Ecke hier unten soll bleiben. Und hier oben, nach oben hin wird ausgestrichen. Jawohl. Jetzt habe ich hier vorne noch 2 Ritzen. Hier so am Hals, beim Hals und bei den Beinchen. Da gehe ich mit dem Hölzchen, was hier nicht richtig sauber geworden ist, so, schmiere ich ein bisschen Masse vom Beinchen zum Hals. So, dass wir da ein bisschen Kontrast reinkriegen. Andere Seite auch. Hier auch noch mal einmal unterschmieren. Am Knick da. Und hier das auch mal zuschmieren. Am Hals ist auch noch genug Masse, die man da ein bisschen mit runter verteilen kann, um die Verbindung zu sichern. So. Jetzt fahre ich hier noch mal mit dem Pinsel lang. Und mit dem Finger und bearbeite das so lange, bis mir das gefällt. Und das kann ja dauern, ne? Aber ich mache das hier mal ein bisschen fixer. Das Wichtigste kommt ja noch, der schöne Kamelkopf. So. Wir uns das Ganze erstmal von unten angucken. Das muss natürlich alles verschwinden hier, ne? Das sieht ja noch nicht so gut aus. Alles schön grob mit dem Hölzchen. Alle Ritzen verschmieren und verstreichen und verwischen. Von innen auch noch mal ein bisschen gegendrücken. Ist ja ein großes Loch, kommt man gut rein. Alles wunderbar.
Nicht zu zaghaft, ruhig was trauen. So, jetzt habe ich es wieder umgedreht. Jetzt wische ich überall nochmal mit dem feuchten Finger nach und guck mal, wie sich das so anfühlt, die Figur. Ganz gut soweit. Ich versuche das mal hier noch ein bisschen knubbeliger zu drücken, das Knie. Und so einen Knick noch anzudeuten. Also ich schiebe einfach ein bisschen Masse zurück, dass das Knie ein bisschen höher kommt. So. Dann kann ich da mit dem Hölzchen, erstmal brauche ich einen dünnen Pinsel, einen feineren, da ordentlich reinkommen. Nee, das ist aber wieder Figgelinsch hier. So. Und dann kann ich hier mit dem Hölzchen, kann ich hier so mal was reinpicken. Wie mache ich denn das jetzt? Ich weiß noch nicht, ob ich das mache. Ich mache erstmal hier so eine Linie. So. Und streiche die Kanten etwas aus mit dem Pinsel, dass die nicht so eingeritzt aussehen. So. Mache ich das vielleicht da rein, die Linie? Nee, ich glaube, ich lasse es einfach weg. Ich muss noch kurz drüber nachdenken. Also ich möchte schon gerne, dass man sieht, dass das hier vorne abgeknickt ist. Möglicherweise muss ich da ein bisschen Material noch auftragen. Schiebe ich das ein bisschen hoch. Ich probiere das nochmal. Ich schiebe das mal hier hoch. Und da nochmal rein. Zusammen. Ich führe die mal hier zusammen. So ein bisschen schräg. So. Also ich meine, das ist hier, das haut hier nicht so hin. Ich würde so machen. Nee, das sieht nicht gut aus. Nee, das machen wir wieder weg. So. Ich trage da mal noch ein bisschen auf. Mache die Knie immer noch ein bisschen dicker. Mache da überall noch eine Murmel ran. Hier so ein bisschen Masse raufschmieren. So, dann kann ich nämlich hier noch so einen Knick gegensetzen. So. Ich mache das erstmal nur ganz grob. Ja, die waren ein bisschen kurz nach vorne, die Knie hier. Ließ sich das nicht andeuten. Aber jetzt geht's.
Ein bisschen länger. Habe ich eine Knieverlängerung vorgenommen und jetzt geht es auch. Abknickt. So ungefähr. Ist nicht wirklich schön. Dann arbeite ich nachher noch ein bisschen nach. Aber so ungefähr, dass man hier so einen Knick sieht. Dass die Beine hier abgeknickt sind und dann unter dem Körper verschwinden. So. Jetzt kümmern wir uns mal hier ums Hinterteil. Ich stelle ihn mal nach vorne und mache mal hier so eine schöne lange Wurst in der Hand. Drücke ich die vor, so einen Strang. Und roll den mal hier aus. Der ist jetzt so daumendick. So. Wichtig, dass er schön weich und geschmeidig ist, nicht zu trocken. Und die Enden ganz lang und dünn rollen. So. 1 und 2. So, das ist jetzt die Decke. Die geht hier los. Also die lege ich jetzt hier an, ne? Da kommt dann das Stück von der anderen Seite dagegen. So, mal gucken. Hier ist ja nichts vom Körper, da kann man die schön ranlegen, die Wurst. Und hier hinten ziehe ich die ein bisschen nach oben. Drücke das nach oben, dass das hier länger wird und dass da eventuell man sich denken kann, da wäre jetzt noch ein Bein drunter, ne? So. Also ganz grob hier so anlegen. Schade um das schöne Gelenk da vorne. Dann knapse ich hier mal ab. War ein bisschen lang, das dicke Ende. So, dazwischen und mache das hier ein bisschen dünner. Dass hier nicht die ganze Kamelform zerstört wird. Das ist jetzt nur so eine kleine Decke, die auf dem Kamel liegt. Ein bisschen nach hinten. So, okay. So, da ziehe ich jetzt hier so zum Kamel ran, dass hier vorne die Kante bleibt. Und hier unten ist ja ein bisschen mehr gewesen. Weil ja unter der Decke auch noch Beine versteckt sind. Hier kann man schön die Schenkel, die beulen die Decke so noch ein bisschen mit aus. So. Dann wird die Decke hier schön verstrichen, dass die Hinterschenkelkonturen hier so ein bisschen durchkommen. Auf der Seite sieht es schon ganz gut aus, auf der anderen Seite muss man
Muss ich noch ein bisschen Hand anlegen. So. Aber das dauert mir jetzt auch zu lange. Das kann man ja in Ruhe fertig machen, ne? Und die Decke kann man nachher natürlich auch schön gestalten. Noch mit Fransen und mit Mustereindrücken oder Stempel oder irgendwas draufschreiben. Faltenwurf kann man da üben. So lasse ich das jetzt. Irgendwann auch von unten auch noch mal mit dem Hölzchen reingehen. Ne? Hier so von der Decke was hochschmieren zum Körper hin und nicht zu zaghaft. Ruhig ordentlich rein ins Material und das alles da. Die Wurst, ein Stück von der Wurst damit hinschmieren. Ich habe das jetzt eine Runde grob gemacht, nachher mache ich noch Feinarbeiten. Ne? So. Gut. Jetzt kommt das Wichtigste, also durch die Decke haben wir natürlich auch die Arbeit mit dem Schwanz uns gespart. Das ist ja sehr praktisch, ne? So. Muss ich noch mal ein bisschen nachziehen. Das sieht ein bisschen oll aus hier, die Kante. So. Das geht ja gar nicht. So. Jetzt der Kopf. Ich habe ja so eine Faustregel. Das ist dann etwa die Größe, was ich jetzt in der Hand habe. Ist vielleicht ein bisschen zu groß, ne? Da kann ich ein bisschen was wegmachen. So. Das ist schon besser. So, das knete ich erstmal schön durch für den Kopf. Schön geschmeidig kneten. Kräftig drücken mit feuchten Fingern. Und ich drücke es etwas in die Länge. So. Wenn sich das gut anfühlt, alles schön weich und geschmeidig ist. Jetzt entscheide ich mich, wo der Hinterkopf ist. Nehmen wir das schmalere Ende hier. Und hier vorne soll die schöne Kamelschnute hin. Ich mache mal hier so, drück mal so einen leichten Bogen rein, so mit flachen, gestreckten Fingern. So. Und fahre hier mit den Daumen mal rüber. Und ziehe das noch ein bisschen in die Breite vorne rum. Jawohl. Das ist man gaut, ne? Jetzt drücke ich hier noch ein bisschen zusammen. So, hier vorne kommt das Maul hin und das hier wird der Hinterkopf. Jetzt wird erstmal ausgehöhlt. Schön kompakt in die Hand legen. Das ist jetzt unten, der Kopf von unten, der zukünftige. Und das ist der Hinterkopf. Da gehe ich rein mit dem Finger und mache mal eine Mulde rein. Bohre mich da rein mit dem Finger. So. Und arbeite das noch ein kleines bisschen nach mit dem Daumen drin. So. Jetzt sieht es von unten so aus und von oben so. Diese Stelle drücke ich jetzt ein bisschen runter, so eine Welle. So. Und jetzt
greife ich hier in diese Welle rein, in diese Delle, so, halte es kompakt fest, knicke meinen Finger und bohre mich nach vorne durch. Ich muss mal wenden. So. Habe ich gemacht. Alles ausgehöhlt. So, hier unten schiebe ich das bisschen zusammen, die Öffnung, und ziehe ein bisschen Material vom Unterkiefer sozusagen in Richtung Halsöffnung. Der soll nachher darauf passen, ne? Deswegen muss ich diese Öffnung jetzt dieser Öffnung anpassen. Diese Öffnung wird kleiner als diese Öffnung. Die wird da reingelegt. Das passt. Die Öffnungen passen schon mal. So, jetzt gestalte ich mal gleich das Maul. Mache erstmal alles schön glatt. Die Oberfläche. So, und dann haben die ja so eine Nasen, die gehen so nach hinten weg, ne? Dann drücke ich hier mit dem kurzen Kantholz, mit der kurzen Geraden hier, drücke ich mal so einen Winkel hier rein. Mal gucken, wo genau rein da. So. 1, 2. So. Das streiche ich gleich mal mit dem Pinsel noch ein bisschen aus. So. An der Spitze, am Zipfel hier, drücke ich mit dem gleichen Holz eine ziemlich lange Kante nach unten. So. Und dann schiebe ich auch wieder mit demselbigen Holz, schiebe ich hier nochmal so eine Querkante rein. So. Und jetzt mache ich mit viel Feingefühl, mache ich diese Ecken hier rund. Und die Lippe drücke ich nach oben. Da setze ich später wieder ein Stück Lippe noch an. Wer es schafft, kann es ja aus einem Stück formen. Also ich habe erstmal diese Kanten hier abgerundet. Und die Unterlippe drücke ich hier nach oben, diesen Spalt. So. Und mit dem Pinsel arbeite ich alles nochmal nach. Die Kanten, ne? Schön auspinseln, dass das schön weich aussieht. Die Kamele haben ja so schöne, weiche Knutschlippen. So. Nee, was ist das so ein Ding? So. Jetzt kriegt es Nasenlöcher mit dem Hölzchen. Gehe ich hier ans Ende. Pieke da einmal rein. Am besten gleich durch. Falls aus Gründen, warum auch immer, irgendwie Luft im Kopf ist, geht sie da auf jeden Fall raus. Und andere Seite auch. Am besten durchpieken. Ist man auf der sicheren Seite. Und hier, das schiebe ich ein bisschen zurück wieder. So. Und so. Dann kriegt das noch ein bisschen Profil. Jetzt könnte man diese Ausgänge hier, die Nasenlöcher, noch mit einer ganz kleinen, feinen Wurst verschönern, verknubbeligen. Also dass es ein bisschen ja, wulstig aussieht. Ein bisschen wulstiger. Ich mache mal hier so eine kleine Wurst, bereite ich mal vor. Und lege die mal hier so rum. Um das Loch herum. So, und die wird natürlich so weggestrichen. Wenn es mit dem Finger geht, ist gut. Wenn nicht, geht auch mit dem Hölzchen. So.
dann mit dem Pinsel noch mal ein bisschen aufhübschen, ne? So, andere Seite mache ich das gleiche. Kleines Würstchen rum. Und hier rüber ziehen die halbe Wurst. Mal mit dem Pinsel rüber. So. Und hier unten hatte ich ja gesagt, kommt noch eine extra Lippe ran. Raue ich ein bisschen auf diesmal, ist mir sicherer. So, und es würde wahrscheinlich auch, wenn einer ein Kamel mit Zähnen möchte, würde das auch gehen. Jetzt erst die Zähne da einarbeiten und dann die Lippe unten ran. Aber mein Kamel soll keine Zähne haben. Deswegen setze ich hier so ein kleines lippenartiges Ding hier ran. So. Rau machen und nass machen. So, und nach hinten verstreichen. So, Schnude. Ich ziehe noch eine, verlängere diese Linie hier noch ein bisschen. Mit Mundwinkeln versehen. So. Und die andere Seite auch. Kamelschnute, erstmal Brille aufsetzen, was ich hier gemacht habe. Ich ziehe die Linie nochmal nach hier mit dem Hölzchen. Wunderbar. So, das kommt jetzt darauf, ne? Das ist die Schnute. Und die kommt jetzt darauf. Dieses Loch kommt auf das Loch. Klasse. Aufreißen. Bisschen mit festhalten. Der Hals wackelt noch ein bisschen. So. Wasser, Wasser. Und ruf damit. Einmal vorsichtig andrücken. Und dann schmiere ich das hier mal nach oben vom Hals in Richtung Kopf. Die Ritze hier verschwindet.
Also wichtig ist, dass die Ritze verschwindet und dass aber auch die Halswurst nicht mehr zu sehen ist, ne? So, und jetzt kommt da noch ein Sicherungswürstchen herum. Ein ganz kleines, feines. Ich lege das hier an und drücke es schön ran. Die beiden Enden lege ich wieder übereinander. So. Schön andrücken und jetzt geht die halbe Wurst nach oben und die andere Hälfte nach unten. Und am Ende ist nichts von Wurst, keine Rille, keine Delle, keine Welle mehr zu sehen. Es geht alles schön weich ineinander über. Ich bin am Streichen, ne? Ich bin hochkonzentriert und denke immer noch über die Knie nach. Naja, jedenfalls wird das hier so schön geschmiert, dass man mit dem Finger hier lang fahren kann und keine Unebenheiten mehr zu spüren sind, dass es alles schön glatt ist. Ne? Keine Beulen, keine Wellen, keine Dellen. Zumindest da am Übergang erstmal noch nicht. Dass der erstmal schön ist und sicher ist. Gleich habe ich's. Ja, ich denke, nun ist genug. Ich muss nochmal einmal meine Körperstellung verändern. So, und hier nochmal mit einem anderen Druck hier so von unten hochschmieren, damit der Hinterkopf hier ein bisschen schöner noch wird. So. So sieht's aus. Immer noch nicht fertig. Ich kann immer ewig schmieren. So, Schluss jetzt. Jetzt kriegt das Kamel 2 Ohren. Es hat kurze Ohren. Es hat kleine, süße, feine Öhrchen. Na, nicht so klein wie der Eisbär, ne, aber auch nicht so wie ein Reh oder ein Schaf. Ne? Ganz kleine. Ich habe hier 2 Murmeln vorbereitet. Die mache ich schön weich. Und mache 2 ganz kleine Rübchen draus. 1. 2. So, die sind auch nicht ganz spitz, die Ohren. Also drücke ich oben wieder ein bisschen rund. So. Und schiebe das breite Ende hier auf dem Brett runter, die Masse. So. Und mach mal jetzt Probesitzen. Jawohl. Da kommen die ran. Ihr kennt das Spiel. Aufreißen.
Seite gleich mitmachen. Schön parallel arbeiten. So. Den Kopf muss ich jetzt mit ganz viel Vorsicht behandeln, ne? Der auf dem Hals hier. Ne? Wenn ihr Probleme habt, dass er immer absackt, mit Schwamm und Klorolle oder irgendwas stützen. Ne? Bei mir geht es gerade noch so, aber ich muss schon auch ganz schön aufpassen. So. Das Ohr schiebe ich hier ran. Andere Seite auch. Dann lasse ich hier die Ritze verschwinden. Immer das gleiche. Mit feuchten Fingern gehe ich hier nochmal lang und mache das alles schön glatt. So, Ohren sind dran. Jetzt könnt ihr hier mit dem Hölzchen, also wer es schafft, vielleicht mit dem Finger so eine Delle reinziehen. Und ich mache das jetzt hier mal mit dem Hölzchen. So. Und dann von unten ein bisschen hochdrücken, unten ein bisschen gegendrücken. So. Das macht die Ohren schön empfindlich, brechen sie später besser ab, ne? Nee, aber es sieht besser aus so. Kriegen die noch ein bisschen Profil. Andere Seite auch. So, und dann kann das Kamel noch ein bisschen Haarwuchs am Ohr haben. Hier so ein bisschen Haare so rein oder ein bisschen Fell so andeuten, einritzen. So. Super. Ja, fehlen noch 2 Glubschen, ne? Die kommen natürlich, meine Augen kommen wieder oben rauf. Aber probiert natürlich gerne auch was anderes aus. So, 2 schöne weiche Murmeln. Ich muss zwischendurch immer noch mal irgendwelche Ecken glatt pinseln. Ja, sieht doch schon ganz witzig aus, oder? Was sagt ihr? Schickt doch mal alle Daumen hoch. Hm? Oder Herzen. Oder Knutschis. So. Die Murmeln kommen jetzt hier oben rauf. Mal Probesitzen machen. Sind sie zu groß oder sind sie zu klein oder sind sie perfekt? Sie sind natürlich perfekt. Oh, alles vorsichtig anfassen hier.
So, die Augen werde ich von hinten herum anschmieren. Hier Stück vom Auge runterziehen zum Kopf. Wie gehabt. Und mit dem Pinsel alles schön machen. So. Hinter die Augen kommt jetzt noch ein bisschen Kamelfrisur. Hier zwischen Augen und Ohren. Da raue ich das mal auf. Und setze da mal so einen kleinen Tonbatzen ran. Wird immer schwerer der Kopf hier für den Hals. Mensch, Mensch. So, ich drücke das hier rauf und dann strukturiere ich das gleich auch wieder mit so einem Hölzchen hier. Kleine Lockenpracht. Ja, ich denke, ich brauche nachher mal einen Schwamm, um den Kopf hier ein bisschen zu sichern. Pupille, es kommt die Pupille rein. Was haben wir denn hier ein Pupillenhölzchen? So. Schön die Augen mit festhalten. Und ein Augenlid. Darf nicht fehlen, es glasiert sich besser und sieht viel cooler aus. So. Oh. Ja, ich glaube, so soll es sein. Ich werde das jetzt noch ein bisschen im Auge behalten. Natürlich hier noch die Knie noch ein bisschen und die Decke auf jeden Fall noch schön machen. Hier den Faltenwurf, ne, und all sowas. Kann man jetzt noch einiges dran machen. Vielleicht wollt ihr die Decke auch wieder abmachen und Beinchen probieren. Aber das ist wirklich eine Sache, die ziemlich lange dauert und vielleicht auch mal schief gehen kann. Das ist mit der Decke eine ganz gute Alternative. Oder, so, ich hoffe, euch gefällt das Kamel hier. Und ich hoffe, ich konnte euch auch zeigen, dass ich nicht alles kann. Auf Anhieb jedenfalls. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen gelernt. Euch hat es Spaß gemacht. Wenn ja, dann könnt ihr euch gerne wieder mit einem Schmiergeld erkenntlich zeigen. Und dieses Kamel wird beim nächsten Mal, ja, da habe ich noch eine wichtige Information. Beim nächsten Mal, das wird nämlich der letzte Live-Wunsch-Workshop aus dieser Reihe sein. Also einmal haben wir noch im November und dann ist Feierabend hier. Schluss mit lustig, ne? Genau, aber dieses Kamel wird dann noch verlost unter euch Schmiergeldzahlerinnen. Also dann, einen schönen Tag, guten Abend, gute Nacht. Auf Wiedersehen, das Kamel ist fast vollbracht.
Später gibt es noch ein Foto, ne? Tschüss! Wir machen schöne Augen, ne Schnute kaum zu glauben. Witzig, lastig und genial. Wir sind das Original aus All. Rakuritäten, 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 Rakuritäten.